An einem kühlen Oktobertag machten sich 3 Freunde, Melissa, Josh und Nate, auf den Weg zu einem Picknick in einen Wald am Stadtrand. Sie studierten zusammen an der Universität und wollten vor den Prüfungen etwas dem Trubel entfliehen. Sie hatten eine Thermoskanne mit Tee, eine Decke und eine Kamera dabei. Die Atmosphäre war etwas unheimlich. Nebel hüllte den Wald ein, als wollte er etwas Uraltes und Vergessenes verbergen. Doch die Freunde schenkten dem keine Beachtung. Sie scherzten, lachten und machten Fotos. Auf einem der Bilder standen sie zu dritt, sich vor einem Baum umarmend und lächelnd in die Kamera. Später am selben Tag postete Josh das Foto in den sozialen Medien mit dem Text: Nebel, Freunde und Tee, was könnte besser sein? Das war ihre letzte Nachricht. Am nächsten Tag war kein Kontakt mehr zu ihnen möglich. Ihre Handys waren ausgeschaltet und in ihren Wohnheimen waren sie nicht. Die Suche begann. Die Polizei durchkämmte wochenlang den Wald. Freiwilligengruppen, Suchhunde, Drohnen wurden eingesetzt. Alles ohne Ergebnis. Mit der Zeit gerieten sie in Vergessenheit. Eltern und Angehörige verloren die Hoffnung nicht, doch selbst nach einem Jahr gab es nicht die kleinste Spur. Erst 5 Jahre später kam der Durchbruch. Josh rief seine Eltern von einer unbekannten Nummer an und sagte nur: Wir leben. Wir sind entkommen. Ihre Geschichte schockierte alle. An jenem Tag, als sie tiefer in den Wald gegangen waren, wurden sie von Unbekannten in Masken umringt. Sie wurden betäubt und in einem Transporter weggebracht. Als sie aufwachten, befanden sie sich im Keller eines verlassenen Hauses, wo bereits andere Entführte waren. Später stellte sich heraus, dass sie an eine illegale Firma im Ausland verkauft worden waren, ein abgeschirmtes, von der Welt isoliertes Zwangsarbeitslager. Es gab keine Verbindung nach draußen. Viele hatten Fluchtversuche unternommen, doch nur ihnen gelang es nach Jahren der Beobachtung und Vorbereitung. Als sie schließlich die Botschaft erreichten, leitete die Polizei Ermittlungen ein. Dank ihrer Aussagen konnte das kriminelle Netzwerk aufgedeckt und innerhalb von 2 Wochen zerschlagen werden. Doch eine der unheimlichsten Entdeckungen erwartete sie später, als sie sich das Foto aus dem Wald ansahen. Jenes Foto, mit dem alles begonnen hatte. Unter den Kommentaren fiel ihnen einer besonders auf: Wer steht da rechts hinter dem Baum? Und tatsächlich, im Nebel, zwischen den Baumstämmen, war schemenhaft eine Silhouette zu erkennen. Groß, dunkel, regungslos. Weder Josh noch Nate oder Melissa konnten sich an diese Person erinnern. Er war nicht in ihrer Nähe, als das Foto gemacht wurde. Oder sie hatten ihn einfach nicht bemerkt. War es ein zufälliger Passant? Einer der Entführer? Oder etwas noch Schlimmeres? Seitdem schauen sie sich nicht mehr gerne Fotos an. Besonders nicht die, die im Wald aufgenommen wurden. Die Übersetzung behält den düsteren und mysteriösen Ton des Originals bei. Falls du bestimmte Formulierungen anpassen möchtest, lass es mich wissen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.